Der Förster Ethan Cole hat mehr als 15 Jahre seines Lebens der Wildnis gewidmet und betrachtet den grünen Wald als seine wahre Heimat. Sein enger Begleiter ist ein schwarzer Labrador namens Bruno, treu, mutig und bei jeder Patrouille an seiner Seite. An Wochentagen durchstreifen sie die dichten Pfade des Masai Mara Nationalreservats, zeichnen Wildtierspuren auf und kontrollieren sensible Bereiche. Ein heftiger, tagelanger Regen färbte den Himmel grau, der einst sanfte Fluss verwandelte sich plötzlich in eine reißende Flut. Steigende Wasserstände, umgestürzte Bäume und Erdrutsche machten Patrouillen überall dringend und gefährlich. Die Ranger mussten sich in kleine Gruppen aufteilen und über das Gebiet verteilen, um die Situation schnell zu erfassen und den gefangenen Wildtieren zu helfen. Ethan fuhr den alten Pickup, Bruno saß hinten, die Ohren gespitzt, den Blick auf den stürmischen Fluss gerichtet. Der Himmel war düster, es donnerte und blitzte weiter und der kalte Wind pfiff durch die Fenster, was die Spannung im Auto noch verstärkte. Plötzlich sprang Bruno auf, bellte laut und blickte direkt aus dem Fenster, als hätte er etwas Dringendes entdeckt. Ethan bremste schnell, beugte sich vor, um in Brunos Richtung zu schauen, sah aber nur das trübe Wasser, das im strömenden Regen wirbelte. In dem Moment, in dem er noch verwirrt war, sprang Bruno plötzlich aus dem Auto und schoss in Richtung Flussufer. Ethan geriet in Panik und schrie laut, aber es war zu spät. Er sah nur noch, wie Brunos dunkler Körper direkt in die tosende Flut stürzte. Der Hund schwamm mit großer Kraft flussaufwärts, und sein zappelnder Körper wurde ständig von hohen Wellen getroffen. Ethan rannte mit klopfendem Herzen und Angst in den Augen dicht an den Rand und verstand nicht, was Bruno so rücksichtslos machte. Mitten im Strudel bemerkte er plötzlich ein kleines, gelb geflecktes Wesen, das mitten im Strom kämpfte und kurz davor war zu ertrinken. Es war ein Leopardenjunges, sein Körper war durchnässt, seine Augen waren vor Panik weit aufgerissen und sein Atem war schwach, als würde es jeden Moment davonlaufen. Das Junge kämpfte verzweifelt, jede Zappelbewegung wurde schwächer, bis es angesichts der rasenden Kraft des Wassers fast aufgab. Bruno knurrte leise, stürzte vorwärts und biss dem Jungen mit seinem Rettungsinstinkt in den Hals, um zu verhindern, dass es von der Strömung weggerissen wurde. Die Strömung war so stark, dass sie beide ertranken, doch Bruno schwamm mit aller Kraft und zielte mit jedem Schlag entschlossen auf das rutschige, schlammige Ufer. Ethan rannte am Ufer entlang und rief aufmunternd, bereit, hineinzuspringen, um Bruno zu retten, falls er auf halbem Weg erschöpft sein sollte. Das Junge hörte allmählich auf, sich zu wehren. Sein Atem wurde schwach, sein Körper schlaff, und es ergab sich seinem Schicksal in Brunos Maul. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte Bruno endlich das mit Schlamm und abgebrochenen Ästen bedeckte Flussufer. Ethan kniete nieder und streckte die Hand aus, um sie beide hochzuziehen. Sein Herz klopfte vor Angst und schwacher Hoffnung. Bruno fiel keuchend zu Boden und ließ sein Maul erst los, als das Junge noch auf dem Boden lag. Die beiden Tiere lagen still im kalten Regen, Ethan kniete neben ihnen, seine Augen waren rot, weil er Zeuge des Wunders geworden war. Das Junge zitterte, seine Augen waren geschlossen, sein schwacher Atem war ein Flüstern um Hilfe zwischen Leben und Tod. Ethan rief sofort per Funk Hilfe, meldete seinen Standort und forderte einen Tierkrankenwagen an, der so schnell wie möglich eintreffen sollte. Bruno lag in ein trockenes Handtuch gewickelt im Auto, sein Körper zitterte vor Kälte und Erschöpfung, aber seine Augen folgten dem Jungen noch immer. Als das Rettungsteam eintraf, bot sich allen ein beispielloser Anblick. Ein Hund rettete ein Leopardenjunges vor dem Ertrinken. Das Rettungsfahrzeug raste durch Regen und Wind, unterwegs überprüften die Leute abwechselnd die Atmung der beiden Tiere. Im Veterinärzentrum reinigte der Arzt vorsichtig den Schlamm und untersuchte das Herz und die Lunge des Leopardenbabys mit Spezialgeräten. Das Junge stöhnte ein paar Mal leise, dann öffnete es die Augen und blinzelte, woraufhin alle erleichtert aufatmeten, da die Hoffnung auf Leben wieder aufflammte. Auch Bruno wurde sorgfältig untersucht, zum Glück hatte er nur ein paar Kratzer und war nach dem Kampf gegen das heftige Wasser erschöpft. Ethan stand vor dem Zimmer und umklammerte seine Mütze fest. Sein Herz war erfüllt von Angst, gemischt mit unsäglichem Stolz. Der Tierarzt sagte, das Junge würde überleben, wenn es in den nächsten Tagen intensiv gepflegt würde.
Ethan beugte sich hinunter, um Brunos nasses Fell zu streicheln, und flüsterte ein Dankeschön, wobei seine Augen vor Stolz glänzten. Er verstand, dass er sein ganzes Leben lang Zeuge einer Freundschaft gewesen war, die über die Artengrenzen hinausging und die es wert war, in Erinnerung zu bleiben. Ethan erhält eine besondere Mission: Er soll Bruno dabei helfen, sich um das Leopardenjunge zu kümmern, während es sich in einem halbwilden Gehege erholt. In den ersten Tagen war das Junge noch schüchtern und versteckte sich in der Ecke des Käfigs. In seinen Augen strahlte es noch Angst und Fremdheit aus. Bruno lag geduldig in der Nähe, ging nie weg und stöhnte gelegentlich leise und warm, als wollte er das kleine Wesen trösten. Eines Nachmittags kam das Junge schüchtern näher, beschnupperte Bruno und rieb plötzlich leicht seinen Kopf an seinem warmen Fell. Ethan war zu Tränen gerührt und wurde Zeuge dieser Szene, als ihm klar wurde, dass die Grenzen zwischen den Arten durch Liebe aufgehoben werden können. Von da an spielten die beiden Tiere ununterbrochen, jagten einander im Hof herum und wälzten sich wie richtige Kinder im Heu. Sie teilten ihre Mahlzeiten, wobei Bruno manchmal seine Portion Fleisch hergab und das Junge als aufrichtiges Dankeschön das Gesicht seines Freundes leckte. Nachts, wenn der kalte Wind wehte, sah Ethan sie oft zusammengerollt, kleine Gestalten wie zwei Brüder. Von Tag zu Tag erholte sich die Gesundheit des Jungen schnell, sein goldgeflecktes Fell glänzte und seine Augen strahlten vor Lebenswillen. Andere Ranger kamen oft zu Besuch, erstaunt über die besondere Freundschaft und ungläubig angesichts der rührenden Szene. Ethan kümmerte sich mit bedingungsloser Liebe um beide und betrachtete sie als wertvolle Geschenke der Natur. Bruno wird zur Brücke, die dem Leopardenbaby hilft, Vertrauen zu den Menschen zu fassen, sich zu integrieren und nach seine Angst zu verlieren. Einmal wurde das Junge beim Klettern auf einen Baum gekratzt. Bruno leckte die Wunde, um es zu beruhigen, während Ethan es vorsichtig verband. Mit der Zeit wird diese Bindung stärker und lässt jeden, der sie miterlebt, glauben, dass die Liebe alle Grenzen überschreitet. Sobald der Gesundheitszustand des Leopardenbabys stabil ist, wird es in ein geräumiges, halbwildes Gehege gebracht, das die natürliche Umgebung simuliert. Ethan führt durch Übungen zur Wiederherstellung des Instinkts, simuliertes Anpirschen mit Ködern, Klettern und Flexibilitätstraining. Bruno stand oft außerhalb des Zauns und bellte laut, um seinen jüngeren Bruder zu ermutigen, in die Welt der Unabhängigkeit einzutreten. Anfangs war das Junge noch tollpatschig, doch nach und nach lernte es, sich anzuschleichen, präzise zu springen und seine Kraft immer deutlicher zu demonstrieren. Ethan beobachtete und dokumentierte jeden Fortschritt, aufgeregt und besorgt zugleich angesichts des Tages ihrer bevorstehenden Trennung. Das Junge lernte, Wasser aus einem künstlichen Bach zu trinken, auf Bäume zu klettern und bei jeder Bewegung Geduld zu zeigen. Seine Augen zeigten allmählich einen wilden Ausdruck, aber als es Bruno sah, rannte es trotzdem los, um ihm liebevoll den Kopf zu reiben. Bruno und das Junge rannten oft wie um die Wette auf beiden Seiten des Zauns entlang, was eine Szene ergab, die sowohl lustig als auch rührend war. Ethan war klar, dass das Junge eines Tages in die Wildnis zurückkehren und sich dem wilden Leben stellen musste, das zu ihm gehörte. Jeden Nachmittag saß er am Zaun und sah den beiden beim Spielen zu, und seine Augen waren schwer, weil er sie nur ungern verließ. 6 Monate vergingen, das Leopardenbaby war erwachsen geworden, sein Körper war stark, seine Schritte majestätisch, seine Augen leuchteten vor der Tapferkeit eines Raubtiers. Der Tag des Abschieds stand fest, und das Zentrum bereitete ein Spezialfahrzeug vor, um es in die abgelegenen Graslandschaften zu bringen. Ethan brachte Bruno herüber, der Hund eilte sofort herbei, um das Gesicht seines Freundes zu lecken, und das Leopardenjunge rieb seinen Kopf an ihm und wollte ihn nicht loslassen. Die beiden klammerten sich aneinander, knurrten und bellten, als wäre es ihr letztes Gespräch, und Ethans Herz schmerzte. Die Tierärzte beruhigten die beiden einfühlsam, doch alle waren von dieser rührenden Freundschaft zwischen den Arten gerührt. Das Junge drehte sich um und sah Bruno an. Seine Augen waren feucht, als wolle er das Bild seines lebensrettenden Bruders eingravieren. Ethan hielt Bruno fest und flüsterte, dass sie ihr Bestes für das Junge getan hätten. Bruno bellte einen langen, lauten Abschiedslaut, woraufhin alle mit vor Erregung verschwommenen Augen still dastanden.
Das Tor des Käfigs öffnete sich, das Leopardenjunge stieg ins Auto, seine Augen waren stolz, aber immer noch voller Nostalgie und Dankbarkeit. Das Auto rollte langsam von der Mitte weg, das Junge blickte zurück, als würde es die Silhouetten von Ethan und Bruno eingravieren. Als das Auto die Graslandschaft der Masai Mara erreichte, öffnete sich die Tür und das Leopardenjunge sprang auf die weite Graslandschaft. Es rannte davon, jeder Schritt war stark und entschlossen und hinterließ ein leises Brüllen, das durch die majestätische Natur hallte. Bruno saß neben Ethan, sein Blick war in die Ferne gerichtet, dann bellte er laut, als wolle er seinen Segen senden. Ethan legte sanft seine Hand auf Brunos Rücken und flüsterte, dass sie einem wilden Geschöpf eine wundersame Chance auf Leben gegeben hätten. In Ethans Erinnerung ist das Bild dieses regnerischen und überschwemmten Tages immer klar und erinnert ihn daran, dass die Natur unzählige Wunder bereithält.